Hallo ihr Lieben, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Ich habe hier das Fenster auf, obwohl es kalt ist, aber draußen zwitschern die Vögel. Wahnsinn, Wahnsinn, das ist richtig schön. Es macht richtig Laune. Das erweckt einen auch selbst immer so. Und jetzt schauen wir, was ich uns oder dem Kollektiv weitergeben darf. Welche Sachen im Prozess sind. Tja, wir warten aufs Christkind, hier ist es. Es kann ja sein, dass man von irgendeinem Gespräch oder von einer Nachricht ein bisschen genervt ist. Möglicherweise betrifft es auch Freundschaften, eigene Kinder. Jemand teilt dir seine Sorgen mit. Na, das kann ja eine positive Aufregung sein, eine Nachricht, die schnell kommt, unerwartet, plötzlich, eine Nachricht, die sehr viel Klarheit und Glück mitbringt, tatsächlich. Vielleicht teilt hier auch jemand seine freudige Nachricht mit euch. Wir haben in der Spiegelung den Klee. Das ist schon etwas, das ist eher positiv aufgeregt oder so erfreut. Die Sterne im Haus der Blumen, was wollen wir mehr? Es kann hier speziell eine Nachricht sein aus dem Bereich Vitalität, Zusagen, Krankengeld, sowas alles, Rententräger. Ja? Oder aber auch aus dem Beruf, berufliche Situation. Hier eröffnet sich ein großes Glück irgendwo. Es ist so, dass sich rasche Wenden ergeben oder andere Wege. Möglicherweise hat der ein oder andere Entscheidungsfragen oder Zweifel. Möglicherweise wartet der ein oder andere auf eine Entscheidung. Man sieht es hier kommen, allerdings ist es ein bisschen skurril. Erstens ist es so, dass es stabilisierend und verbindlich und langfristig wirkt, aber es kommt plötzlich und unerwartet und es kann die Häuslichkeit betreffen, das Umfeld, das Gegenüber. Das kann auch sein, man nimmt sich mal bewusst raus, ne? Man hat so eine Unterbrechung, man zieht sich zurück. Da kommen sehr viele Dinge an die Oberfläche. Die haben damit zu tun, dass eine Veränderung einsetzt. Und es geht hier sehr viel darum, etwas in den Fluss zu bringen, was emotional nicht fließt. Hier geht es um eine emotionale Blockade, ein emotionales Hindernis. Es kann jetzt hier auch sein, dass wir so eine Nachricht kriegen, wo wir so genau da reingeschnitten kriegen, um diese Blockade zu lösen, um ein Gefühl des Mangels oder des Verlustes auch aufzubügeln. Es ist mal wieder von Doppeldeutigkeiten nicht wegzukriegen. Ich muss mich ein bisschen durchwurschteln. Im Prinzip ist es so,
Wir haben hier eine Wende im beruflichen Bereich, die trotz allem etwas weglässt, etwas aufliegen lässt, plötzlich und unerwartet kommt. Allerdings zahlt sie sich hier aus. Wir haben die Blumen hier drin. Das ist ein Geschenk, eine Ernte, hier sogar ein schicksalshaftes Geschenk. Etwas, was so läuft, wie wir es wollen. Etwas, was uns Energie zurückgibt. Etwas, wo wir im Außen anders wahrgenommen werden. An sich habe ich die Finanzen ein bisschen mit dran kleben. Es ist im Prinzip vielleicht auch so, dass hier Herausforderungen sind im Bereich der Finanzen oder auch finanzielle Verstrickungen. Für einen oder anderen ist es vielleicht auch ein Familienmitglied, Eltern, Ämter und Behörden, die mit diesem Thema zu tun haben. Ich sehe das Geld hier einsteils im Flow. Andererseits sehe ich es so, dass irgendwo ein Konflikt ist, dass etwas aufgeklärt werden muss. Es geht auch um Geld, von dem wir jetzt vielleicht noch nichts wissen. Es geht um eine herausfordernde Zeit, die mit dem Thema Geld, Versorgtsein zu tun hat. Gleichzeitig ermöglicht sich diese Situation einen schicksalshaften Neubeginn. Also es ist wirklich konfus. Für einen oder anderen ist es tatsächlich auch, dass sich etwas, was sich herausfordernd zeigt, hier mit der Sonne und dem Haus, auch stabilisierend ausgleicht, aber auf eine unerwartete Art und Weise. Bei den Selbstständigen, die Angestellte haben, kann es so sein, dass sie ihre Gelder anders verteilen. An sich haben wir hier im Haus des Turmes das Haus drin. Das ist schon so das gute Fundament, das wir hier haben. Hier kommt sehr viel an die Oberfläche, was vielleicht genau durch überraschende Nachrichten ausgelöst wird. Ich sehe es an sich nicht schlimm, denn es bringt eine Veränderung wie ein Geschenk mit, das sich über das Familienthema ausebnet, das wieder sehr stabilisierend ist, dass die Energien wieder ausgleicht. Ich habe im Haus der Neubeginne neue Verträge, neue Aufträge, auch rasche Wenden, die neue Türen öffnen oder stabilisierend sind. Im Prinzip kommt es überraschend und schnell, aber es ist wie ein Geschenk oder wie etwas, was man sich erträumt, erhofft oder erwünscht hat. So. Die Ringe im Haus des Kindes heißt für mich auch, es sind so Sachen vielleicht aus den Kindertagen, die sich wiederholen, die wir irgendwo aufgezeigt kriegen. Es kann aber auch um vertragliche Dinge oder Beziehungsdinge für unsere Kinder gehen. An sich ist hier im Haus der Ringe das Schiff drin. Hier erweitert man sich, man expandiert irgendwo. Möglicherweise ist es auch so, dass man die Richtung wechselt oder die Richtung genau anguckt, in der man sich verbindlich aufhalten möchte. Ich muss heute wirklich lange drauf gucken, fließt mir nicht so schnell runter, weil es halt so ein Pendant in sich ist, ne? Bei manchem. Wir haben hier die schnelle Auflösung von unklaren Dingen, das sich eröffnen einer Veränderung, die sich ausbezahlt. Aber wir haben auch die Herausforderung dran, die kann auf der seelischen Ebene sein, die kann mit Verstrickungen zu tun haben. Aber es ist auch eine große Möglichkeit, sich aus der Verstrickung rauszunehmen.
Menschen aus der Vergangenheit, die irgendwie erneut auf einen zukommen. An sich ist es auch so, dass trotzdem irgendein Weg, der anstrengend, herausfordernd oder verstrickt ist und wo es auch langwierige Prozesse gibt und einschneidende Dinge, dass das hier eine Situation mitbringt, die einen verstrickten Weg erfolgreich darstellt oder einem verstrickten Weg eine neue Möglichkeit gibt. Hier öffnet sich die neue Tür von außen. Es kann eine Person auch sein, aber in der Spiegelung sieht man die Familienkarte. Es kann auch sein, dass man Frieden schließt mit etwas, was aus diesem Bereich kommt. So, schauen wir mal das Krafttier an. Was darf ich hier noch sagen? Wir selber liegen dem Haus des Herzens. Wir korrespondieren mit den Sternen, die im Haus der Blumen liegen. Also es ist einerseits so, man guckt in tiefe Emotionen, man hat Herausforderungen, aber es ist etwas, was Glück aufblühen lässt. Die Eidechse ist gefallen, es geht um das Regenerieren, sich häuten und unterm Deck haben wir noch die Maus. Die Maus bringt Gerechtigkeit mit, sie nagt neue Wege frei. Die Maus an sich liegt hier an den Blockaden dran. Sagen wir gleich ein bisschen mehr dazu. Ja, bei der Eidechse ist es so, dass sie tatsächlich eine regenerierende Kraft mitbringt. Da geht es sehr viel um alte Wunden oder auch Verletzungen. Etwas findet in den Frieden zurück und eine besondere Segnung kündigt sich an. Hier sind unerwartete Chancen, die sich offenbaren. Und es ist irgendwie so, dass man etwas mit Segen behaften kann, wo man es vorher nicht gedacht hätte. Hier ist auch so die Glückseligkeit, die man verspüren kann. Das Herz, das wieder aufgeht. Ja, und die Maus, ne, die bringt eben auch das mit. Man erntet, was man sät. Hier werden einem größere Zusammenhänge klar. Es eröffnen sich neue Wege, welche auch die unerwartet kommen. Das Rad des Schicksals nimmt eine andere Richtung. Es ist Gerechtigkeit, Ausgleich. Etwas wird wieder in die Balance gerückt. Das könnte die Karma-Karte sein. Ne? Es ist Ursache und Wirkung. Allerdings geht es auch darum, dass wir als Personen ein bisschen aus unserem Graue-Maus-Status rauskommen. Es kann hier sein, dass uns alte Dinge auf neue Weise präsentiert werden. Es kann sein, dass das, was wir ausgesät haben, ernten. Und es dient eigentlich auch dazu, da Wissen zu kriegen, wo man sich anguckt, welche Blockaden habe ich denn unbewusst? Was nimmt auf mich Zugriff oder wo lasse ich das zu? Wo habe ich einen graue Maus-Status? Wo möchte ich mich nicht zeigen? Wo renne ich weg? Wo ernährt sich wer von welcher Energie? Und es ist wie hier gesagt, man kann sich aus einer großen Verstrickung rausnehmen und sich neu binden. Wahnsinn, wie die Karten liegen, ne? Aber es geht auch darum, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Hier muss etwas zurück ins Gleichgewicht und es geht tatsächlich darum, sich nicht kleiner zu machen, wie man ist, sondern seine eigene Größe zu leben, sich aufzustellen und für sich einzustehen. Wir nehmen mal noch eine Kippa-Karte dazu. Was darf ich hier weitergeben?
das Wohnzimmer. Hier ist das nähere Umfeld gemeint. Das haben wir ja hier die Sense drin. Ne? Das ist auch so ein bisschen, du musst deine Grenzen erweitern, du kommst aus der Komfortzone raus. Es hätte auch zum Beispiel eine kurze Zeitangabe von in den nächsten 24 Stunden, aber auch bis zu 4 Wochen hin. Hier ist eine kurze Zeit, ne? Es sind viele Dinge, das ist der engste Kreis. Die Karte sagt aber auch, schotte dich nicht zu sehr ab. Ne? Man hat so hier seine Zone und man fühlt sich wohl darin, aber man darf auch etwas nehmen vom Leben. Es geht darum, die Seele baumeln zu lassen, psychisches Wohlbefinden zu haben oder sich eben zu regenerieren von einer Situation, indem man hier ausgleichende Gerechtigkeit bekommt. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.